Da sind wir wieder. Willkommen bei Episode 24. In der letzten Episode ging es darum, hier die Ecke des Palastes zu bauen. Und dort hatte ich ein bisschen angesprochen, dass ich wenig Zeit habe im Grunde. Und deswegen geht es sich jetzt darum, die Base ein bisschen mehr Struktur zu geben. Wie ihr seht, ich habe hier ein paar Wege, habe ich schon, aber die sind natürlich wie auch hier nicht alle verbunden, so wie ich das gerne hätte. Und deswegen würde ich sagen, machen wir eine kurze Zeitraffer, wie ich diese Wege hier vorskizziere quasi, also mit weißer Wolle und mit Gelb dann, wo ich gegebenenfalls noch Gebäude hinhaben möchte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wird nur eine ganz kurze sein. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, habe ich das Plan hier fertig mit den Wollblöcken. Ich finde es ganz gut so. Vielleicht muss ich doch mit den Gebäuden mal schauen, wie ich das alles ein bisschen besser mache. Aber hier soll dann die Brücke rübergehen über den Bach. Und wie ihr seht, habe ich hier im Speziellen keinen Weg rüber gemacht. Denn ich möchte hier einen Pferdestall hinbauen. Das ist etwas Wichtiges, denn in Fandoland gibt es ein Pferderennen, dem ich beitreten möchte, eventuell. Leider ist der Eintrittspreis sehr, sehr hoch und ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt genug Geld dafür habe, aber ich möchte das schnellste Pferd haben da oder das weitspringendste oder das langsamste. Mal schauen. Allerdings sind es sehr viele Diamanten, die ich wahrscheinlich nicht habe. Ich glaube 3 Stacks an Diamantblöcken, um überhaupt mitzumachen. Aber ich möchte trotzdem vorbereitet sein und baue dann hier den Stall. Jetzt erstmal dazu rüber, dass ich hier jetzt die Wege und einiges an Bäume dazu machen werde. Also Musik ab und let's go! 3 Tage später bloß und circa 9 Stunden Arbeit bin ich soweit mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Die Wege sind soweit jetzt fast alle fertig, nur
Eins weiß ich nicht, wie das hier verbinden soll. Und ich weiß noch nicht und bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das verbinden soll zum Portal hoch. Schauen wir doch einfach mal direkt an, was ich so im Detail gemacht habe, falls es in der Zeitraffer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also, ich habe zuerst einmal hier einen Durchgang gemacht zum Minendistrikt und natürlich hier dann auch noch 3 Bäume hingemacht, mit dem Weg verbunden hier komplett. Dann habe ich hier drüben die Windmühle mit dem Hauptweg hoch zur Burg verbunden und dann habe ich hier mein Starterhaus verbunden mit den anderen Gebäuden, mein Steinbruch, mein Gewächshaus und natürlich meine Holzfällerhütte und Baumfarm. Das habe ich alles mit meinem typischen Weg. Das habe ich alles mit meinem typischen Weg verbunden und natürlich die Unebenheiten der Ebene selber hier natürlich mitverwendet. Und die Bäume sind alle eigen hier, die Eichenbäume, damit man einfach schon mal ein Gefühl dafür kriegt, wie groß die sein sollen, die Bäume. Wahrscheinlich werde ich noch ein paar mehr größere Tannen pflanzen, so wie hinter der Base. Und jetzt muss ich erstmal schlafen. Jo, kurz mal geschlafen. Ja, ich habe hier auch soweit alles dekoriert und vergrünt. Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein, was man hier noch so alles hinbauen kann. Dann schreibt es doch mal einfach mal in die Kommentare als Vorschlag. Andererseits habe ich jetzt nach dieser Zeitraffer schon wieder keine Zeit, habe aber einiges an Fortschritt auf jeden Fall geschafft. Und deshalb wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!